Nach dem etwas anstrengenden Aufstieg erblickt man die beeindruckende Anlage, die einen rechteckigen Zuschnitt hat und auf einem Bergsporn liegt, dessen Hänge die Burg nach 3 Seiten schützten. Die Edelherren von Dürn, verdiente Gefolgsleute der Staufenkaiser, errichteten Burg Wildenberg zwischen 1180 und 1200 unter Einfluss der staufischen Bauweise mit vielen künstlerischen Details. Der Eintritt erfolgt durch die kaum noch erhalten relativ kleine Vorburg. Im Vorfeld sind die Brückenpfeiler des ursprünglichen Eingangs noch erhalten und erkennbar. Durch einen Turm, der das Tor und eine Kapelle im Obergeschoss enthielt, gelangt man in den Innenhof mit Brunnen. Der Innenhof wurde im späteren Bauverlauf durch eine noch gut erhaltene Trennmauer mit Ecktürmen geteilt. Die Herren von Dürn nutzten die Burg als Stammsitz und Verwaltungszentrum. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verkauften sie Burg und Herrschaft Wildenberg im Jahr 1271 an das Erzstift Mainz. Zur Talseite liegt hinter der Trennmauer der große Palas mit Gewölbekeller. Um Burg Wildenberg ranken sich einige Sagen und Legenden. Eine dieser Sagen berichtet von einem verborgenen Schatz in den Tiefen der Burg. Aufgrund der Geschichte ihrer Zerstörung ist es nur wahrscheinlich, dass auf oder um die Burg Besitz versteckt wurde. Allerdings berichtet die Sage auch davon, dass der Schatz von Geistern bewacht wird. Eine weitere Erzählung spricht von der weißen Frau auf der Wildenburg. Dabei soll es sich um eine einstige Burgbewohnerin handeln, die auf tragische Weise ums Leben kam und nun keine Ruhe findet. Nach dem Kauf durch das Erzstift Mainz diente die Burg als Amtssitz der verhassten Mainzer Verwaltung bis zur Zerstörung der Burg im Bauernkrieg. Am 4. Mai 1525 wurde die Burg von aufständischen Bauern des Odenwälder Haufens unter der Führung des Ritters Götz von Berlichingen niedergebrannt. Der Odenwälder Haufen war eine lokale Bauernarmee von 3000 bis 6000 Bauern. Solche Bauernarmeen hatten sich wegen Ausbeutung und Unfreiheit überall in Süddeutschland gebildet und forderten die Abschaffung der feudalen und kirchlichen Lasten. Im Palas finden sich besonders beeindruckende künstlerische Bauelemente wie zum Beispiel die Fensterarkaden und der große Kamin. Nach Quellen wurde die Burg durch das Basler Erdbeben von 1356 erheblich beschädigt. Nach verschiedenen Quellen verfasste der mittelalterliche Dichter Wolfram von Eschenbach Teile seines Fassromans Parzival auf der Burg Wildenberg. In einem Textteil des Romans zieht er einen Vergleich zur Burg Wildenberg. Weder einst noch jetzt sah man je so große Feuer hier zu Wildenberg.
Heute zeugen die Überreste der Burg von ihrer einstigen Pracht. Die Ruine ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Kulturinteressierte. Sie gilt als eine der besterhaltenen stauverzeitlichen Burgen in Süddeutschland. Durch nahegelegene Wanderparkplätze in den Tälern unterhalb der Burgruine ist sie gut erreichbar.